Da sind wir in Bora Bora. Der Ausblick hier ist wirklich absolut wunderbar. Aber Bora Bora hat auch ein paar Schattenseiten, vor allem für uns Segler. Ja, Bora ist bekannt als eines der exklusivsten Urlaubsziele in Französisch-Polynesien. Die Bungalows, die es hier gibt, mit dem schönen Blick übers Wasser, die Nächte fängen ungefähr bei 1.000 Euro an. Ist schon eine Hausnummer. Für uns heißt es auch, wir dürfen hier nicht ankern. Wir müssen hier jede Nacht an eine Boje gehen. Ist ein bisschen ärgerlich, weil man eigentlich echt gerne hier bleiben würde, aber ja, jede Nacht jetzt $30 dafür zu bezahlen, dass ich mein Boot festmachen kann, obwohl ich eigentlich auch ankern könnte, was ja ein bisschen unklar in den Papieren ist, ob man es darf oder nicht. Wir haben es versucht, es gab ein bisschen Diskussion hier und wir wollen auch nicht zusätzlichen Ärger haben, also sind wir jetzt an der Boje und haben Bora bis jetzt ziemlich genossen. Wir werden jetzt gleich noch eine Runde schnorcheln gehen und dann diesen wunderschönen Ankerplatz wieder verlassen. Und ja, wir sind das ein bisschen traurig drüber. Bora Bora ist der westlichste Punkt unserer Reise oder wird der westlichste Punkt unserer Reise sein. Ursprünglich war ja mal eine Weltumsegelung geplant. Dann war irgendwann klar, okay, in den 3 Jahren schaffen wir das nicht. Wir werden versuchen, nach Neuseeland zu segeln oder nach Australien und das Boot da verkaufen. Funktioniert auch nicht. Die Grenzen sind nach wie vor zu und werden wahrscheinlich auch bis April nächstes Jahr zubleiben. Ja, jetzt müssen wir uns langsam aber sicher mal einen Plan B überlegen, weswegen Bora erstmal der westlichste Punkt unserer Reise sein wird. Jetzt geht es wieder zurück Richtung Osten und dann schauen wir mal weiter. Aber jetzt genießen wir erst noch das schöne Wasser mit den Stingrays um uns herum. Als wir letztens von unserer Rollertour mit den Seros zurückgekommen sind, muss man leider feststellen, dass wir unser Ankerlicht vergessen haben anzumachen, beziehungsweise wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so spät erst nach Hause kommen und das eben halt nicht schon mittags angemacht. Mit der Konsequenz, dass es aus war, als wir nach Hause kamen und da wir so ein bisschen unsere Buchtnachbarn immer darauf hinweisen, dass sie ihr Ankerlicht aushaben, haben wir dann auch ein bisschen den Gegenwind zu spüren bekommen und einen kleinen Shitstorm von unseren Nachbarn bekommen, dass wir diesmal das Ankerlicht ausgehabt hätten. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kannst du das machen, dafür zu sorgen, dass du das dann eventuell aus der Ferne anmachen kannst, weil so einen kleinen Dämmerungsschalter,
Das wäre natürlich das Optimale, dazwischen zu bauen. Den habe ich leider nicht an Bord. Also habe ich mir angeguckt, was für Komponenten habe ich noch da. Ich habe ja so einen kleinen Elektronikfundus jetzt hier. Und was kann ich daraus basteln, damit ich demnächst dieses Problem nicht mehr habe. Da ich seit dem letzten Diodenprojekt so ein bisschen Spaß und Freude an diesen ganzen Arduino, beziehungsweise eigentlich heißen die Dinger ja ESPs, die ich da jetzt benutze, weil die auch so ein eingebautes Wi-Fi haben, aber im Endeffekt basieren die ja auf dieser ganzen Arduino-Logik und sind eigentlich Mikrocontroller, die irgendwie ein WLAN-Modul eingebaut haben. Spaß dran habe und Freude gefunden habe, habe ich mir ein paar davon bestellt mit ein paar anderen Komponenten. Das sind so ein paar Spannungsregler, aber ich habe auch so ein paar Relais. Und da denke ich, werde ich mir was bauen können, dass ich das WLAN-Modul ansteuere von außen und darüber das Relais schalten kann, welches dann hinterher das Ankerlicht steuert bzw. an- und ausmacht. Eigentlich gehört da auch gar nicht viel zu, es sind ja alles vorgefertigte Komponenten. Die ESPs, die haben hier wie die üblichen Arduinos auch ganz viele Pins, an die man Sensoren und Aktoren anschließen kann. Dann noch ein paar Zeilen Code dazu und dann sollte das eigentlich funktionieren. Heute ist wieder einer dieser Tage. Eigentlich ist man im Paradies und ich liege mit Migräne im Bett und will eigentlich schlafen. Aber aus dem Salon kommen die ganze Zeit irgendwelche kroatischen Schimpfwörter geflogen. Ich glaube, ich muss mal gucken, was da schon wieder los ist. Captain, was ist hier schon wieder los? Ich höre die ganze Zeit nur Schimpfwörter fliegen. Ja, man stellt sich sowas immer so ganz einfach vor. Ist es wahrscheinlich auch. Aber schon bei den kleinsten Sachen wie mit dem Anlöten von 2 dusseligen Strippen auf dem Boot, wenn dann alles, ich meine, man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht, weil er sich alles mitwackelt, mitbewegt, aber das ganze Boot ist am Schaukeln. Und jetzt mit dem Lötkolben, dann verrutscht er immer und dann wird schon so ein Mini-Projekt wie 2 Kabel anzulöten. Zu einem Drama. Ich meine, dazu kommt noch, dass ich eben halt nicht der Lötkönig schlechthin bin. Vielleicht muss ich mir da von deiner Mutter irgendwo noch mal ein bisschen Nachhilfe holen. Das ist für die Spannungsversorgung schon mal. Hier haben wir so einen kleinen Poti. Wir kriegen 12 Volt rein und dann kann man das auf 3 bzw. 5 Volt regeln, was der wird alles ganz gut warm, was der Mikrocontroller benötigt. Dann muss ich jetzt noch 2 Strip mehr anlöten, weil das Relais über 12 Volt läuft. Kriegt nochmal eine eigene Spannungsversorgung. Ja, und langsam und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Puh, von dem ganzen Fummelkram und dem Gelöte brauche ich jetzt, glaube ich, mal eine kleine Pause. Bei dem Wellengang und bei dem Geschaukel, wie gesagt, man sieht es ja nicht, weil sich alles gleichzeitig mitbewegt, aber das ist ja ganz gut Rocky am Ankerplatz. Dann brauche ich auf jeden Fall mal eine kleine Pause und werde mich jetzt mal ein bisschen zwischenzeitlich an die Programmierung setzen und dann nachher weiterlöten. Zum Löten muss ich mich natürlich wegen des Stromanschlusses unten hinsetzen, aber beim Programmieren kann ich mich ja, solange der Akku noch hält, zumindest hier draußen ein bisschen hinsetzen und das schöne Wetter zu genießen und die Aussicht zu genießen. Zwischendurch wenigstens, wenn man mal hochguckt, ist das halt doch ein bisschen angenehmer als drin. Die Herausforderung im Augenblick für mich ist herauszufinden, wie ich das jetzt über IP am besten schalten kann, ohne dass das jeder machen kann. Ich möchte das ja gerne von der Ferne ausschalten können, das heißt nicht nur, wenn man am Boot ist. Das Gerät muss also irgendwie ins Internet eingebunden sein und ich muss darauf zugreifen können. Jetzt habe ich hier eine Library gefunden, dass man das theoretisch auch über Telegram machen könnte. Das fand ich eigentlich ganz interessant und das probiere ich jetzt mal aus, einzuprogrammieren, dass ich dann über eine ganz einfache Telegram-Message an mein ESP, also an mein Modul, das Signal eben halt senden kann und darüber dann die LED bzw. halt das Ankerlicht einschalten kann. Wenn Mario jetzt den ganzen Tag fleißig war, hatten wir gerade Besuch von 2 Amerikanern, Scott und Daniel. Die sind jetzt mit ihrer Familie hier im Urlaub am Charterboot und haben ein schwerwiegendes Problem. Sie haben zu viel Alkohol eingekauft für ihren Urlaub und haben uns deutsche Bootfraktion hier gesehen
Wir haben uns spontan heute Abend auf ein paar Getränke eingeladen. Naja, Segler und gratis Alkohol, da können wir doch gar nicht Nein sagen. So it's an amazing part of the world when you think after this pandemic where we're all locked at home, and now they allow us to travel. You have nothing in there, Dan. Oh, and they allow us to travel, and so we are vaccinated. We've had the COVID tests. We fly to Tahiti. No political, no And religion. then Raiatea, and then Bora Bora, and we go to the backside of Bora Bora, and we're at this beautiful anchorage in the middle of fucking nowhere, and we meet these great Germans. And we Swiss. have- And but from Swiss Germany. German Swiss, yes. Well, actually, that's the only place it's we great didn't help know. because we were kind of concerned that we would not be able to finish this 16-year-old bottle of Oh, rum. that's an easy task for us. Well, but we only have a week. You guys get to live in your boat all the time. We only have a week. Yeah. And truth be had, we have another bottle. Don't say that. You shouldn't have said that. No, it's way too early to show your cards. You're from Las Vegas, right? You should know that never show your cards until you call. But anyway, yeah. Thank you very much for having us. We enjoy your company a lot. You know, I know you all follow us like religion now, so you every video and everything. Scott's gonna hear about it. Manuya! Manuya! We had this funny day. Because we had this big fucking we'll open boat. more. Well, We need we to. don't know. That's pretty Sure. equal, I would say. So this morning they had told us Well done. we were only supposed to use the mornings. 80s music. They told us they were That was the professional way of doing it, huh? Get that. we go there. Bring your phone. Oh, No, it's not no, 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 It's no. not gonna work. We can stack them like a wedding. Oh, yeah. And we start to Like the honeymooners where you do like the splash. Cascades in. And I thought we're gonna It's been summer, it's so hot. So we flew to California.